Welcome to Miami, ihr Lieben. Nachdem ich euch vor einiger Zeit den Ferrari Testarossa gezeigt habe, gibt es jetzt ein etwas neueres Fahrzeug, und zwar den Aston Martin DBS zu sehen. Das hier ist allerdings nicht die normale Version, sondern die Black Carbon Edition. Die gab es zwischen 2009 und 2011 als Sondermodell, und was dieses Fahrzeug vom Standardauto unterscheidet, das möchte ich euch ganz gerne in den nächsten Minuten zeigen. Die Fahrzeuge basierten damals auf dem Coupé oder dem Cabriolet, wobei ich sagen muss, ich finde das Coupé um ein Vielfaches schöner. Diese Linien sind halt einfach zauberhaft. Einfach zauberhaft. Der DBS an sich basiert auf dem DB9, ist allerdings rund 100 Kilo leichter. Zu sehen war der DBS übrigens vor dem offiziellen Verkaufsstart sogar das erste Mal in einem James-Bond-Film, und zwar Casino Royale im Jahr 2006. Grundsätzlich ist diese Carbon Edition technisch unverändert im Vergleich zum normalen DBS, allerdings gibt es dennoch ein paar Kleinigkeiten, die optisch anders sind, und dazu komme ich dann gleich. Wir sprechen beim DBS hier von 1,8 Tonnen Leergewicht, also das Auto ist an sich nicht wirklich leicht, dafür hat es allerdings 12 Zylinder unter der Haube, und das gleicht es dann ganz ordentlich aus. Die Gewichtsverteilung hier im DBS liegt bei 53% vorne und 47% hinten, also recht homogen verteilt, muss man sagen. Was den Wagen natürlich hier so extrem faszinierend macht, ist nicht nur das Design, denn das Design bei Aston Martin ist einfach nur zeitlos meiner Meinung nach. Sind diese unfassbaren schönen Formen, die man sich in 30 Jahren noch angucken kann. Das Auto sieht in 30 Jahren immer noch unfassbar faszinierend aus, finde ich. Sondern auch halt der Antrieb. Und ich glaube, da muss man sagen, wenn es um den Antrieb geht, ich gucke gerade mal, ob die Straße frei ist. Ist sie? Einen Augenblick. Ja, was soll ich sagen? Es klingt einfach mega cool. Aber jetzt suche ich mir eine Ecke und werde euch das Auto mal von außen in Ruhe in all seinen Details vorstellen, noch ein bisschen was zum Motor erzählen und dergleichen. So, meine Lieben, raus aus dem Auto, und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch erstmal das Herzstück. Das, was den Wagen meiner Meinung nach sehr attraktiv macht, und zwar den Motor. Eine Sekunde. Los geht's, Haube auf. Zip. Und da haben wir ihn schon. Den 6 Liter V12. 517 PS stark bei 6500 Umdrehungen pro Minute, 570 Newtonmeter Drehmoment bei 5750 Umdrehungen pro Minute. Damit schafft man dann 307 km/h Topspeed. In 4,2 Sekunden geht es dann von 0 auf 100. So hat es zumindest damals das Magazin Motor Trend ermittelt. Der Motor ist meiner Meinung nach sehr drehfreudig. Er hat einen unfassbar bezaubernden Klang. In den unteren Drehzahllagen, da grollt er, und obenrum, wenn man ihn ein bisschen ausdreht, da sägt er dann kernig vor sich hin. Also schon eine sehr coole Geschichte. Wahlweise gab es den DBS mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe in Transaxle-Bauweise. Das heißt, das Getriebe liegt vor der Hinterachse und ist nicht ganz normal direkt hinter dem Motor angeordnet, wie man das sonst kennt.
Die Transaxle-Bauweise kennt man übrigens auch von der Corvette, denn auch die hat das Getriebe direkt vor der Hinterachse liegen. Alternativ gab es statt des Schaltgetriebes auch ein Automatikgetriebe, und zwar eine 6-Stufen-Automatik, keine Doppelkupplung. Ist jetzt nicht so schlimm, das Auto kann ja auch ein GT sein, also man kann auch gemütlich damit vor sich hin cruisen, wenn man möchte. Natürlich ist ein Doppelkupplungsgetriebe immer etwas schneller zu Werke beim Runterschalten, beim Hochschalten und dergleichen, aber hier tut es dem Spaß meiner Meinung nach auf jeden Fall keinen Abbruch. Das Ganze hat natürlich klassisch Heckantrieb und bereitet dementsprechend, wenn man alle Traktionshilfen ausmacht, ganz ordentlich Spaß. Spaß macht dafür nicht so ganz der Verbrauch. Wir reden hier von ungefähr 20 Litern. 20 Liter sind in der heutigen Zeit vielleicht etwas viel, mag man meinen. Sicherlich für Alltagsautos, allerdings wenn man von einem 12-Zylinder-Motor redet, den man ja auch grundsätzlich diese Konfiguration auch in anderen Sportwagen findet, dann sind 20 Liter halb so schlimm, finde ich. Denn man fährt die Autos eh nicht 80.000 Kilometer im Jahr, sondern genießt sie bei schönem Wetter, so wie jetzt gerade. Es ist wieder sehr warm, es hat fast 38 Grad, wie beim letzten Videodreh mit dem Testarossa. Und jetzt Klappe zu und ich erzähle euch ein bisschen was zur Karosserie. Der Wagen ist 4,70 Meter lang, 1,90 Meter hoch und 1,28 Meter breit. Also er wirkt auch wirklich live sehr bullig, muss man sagen. Es ist sehr schön definiert, die Kotflügel, also sind wunderschöne Details dabei. Grundsätzlich ist es so, dass diese Sonderedition hier, die Carbon Edition, einen Lack hat mit 7 Schichten. Das muss man sich mal klar machen. Also es ist viel Arbeit, wobei das Ganze natürlich noch etwas schwieriger gemacht wurde für die Mechaniker, für die Ingenieure innerhalb des Werkes in England. Denn diese 7 Schichten Lack wurden nicht mit der Maschine aufgetragen, sondern eben von Hand. Und danach kamen dann noch 25 Stunden Handpolitur dazu, damit das Ganze natürlich perfekt aussieht, wenn der Kunde sein Auto in Empfang nimmt. Was auf jeden Fall sehr cool ist an dem Wagen ist auch, dass die gesamte Karosserie aus Kohlefaser ist und nicht aus Aluminium wie sonst. Das macht ihn natürlich noch um einiges leichter und zudem noch eine Nummer faszinierender, finde ich. Die 10-Speichenfelgen hier haben 20 Zoll. Es gibt schwarz lackierte Flächen, abgesetzt, wie ihr sehen könnt. Und dahinter verbirgt sich dann die Keramikbremsanlage bei der Carbon Edition. Die hat fast 40 cm Durchmesser an der Vorderachse. Auch sehr schön finde ich übrigens die Außenspiegel. Hier sieht man, die Cover sind zwar normal, aber wir haben Stege aus Carbon, aus ordentlichem Sichtcarbon, klar lackiert. Macht auf jeden Fall einiges her. Das Chassis des DBS ist übrigens extrem fest und leicht gleichzeitig, dank einer Kombination aus Aluminium-Stangpressprofilen, Gussknoten und dann gibt es noch diverse Magnesiumbauteile. Was auf jeden Fall wirklich sehr schön ist, sind diese ganzen Carbon-Details, die man hier hat. Zum Beispiel hier hinten an der Auspuffanlage entlang im Bereich des Heckdiffusers. So, dann lasst uns noch mal kurz über den Innenraum reden, denn hier muss man sich natürlich auch wohlfühlen. Und das tut man auf jeden Fall. Lustig immer wieder, wie die Türen ansteigend sind. Man sieht es hier ganz gut. Auch typisch Aston Martin. Sehr interessant, ein nettes Detail, was Aston Martin wirklich auch durchzieht seit langer Zeit bei seinen Fahrzeugen. Wie man auf den ersten Blick schon sehen kann, Leder überall, schöne abgesetzte Nähte, qualitativ auch im Detail wirklich toll. Dann haben wir zusätzlich noch diverses Carbon hier an den Türen zum Beispiel. Also das ist alles sehr schön verarbeitet. Dann haben wir ein Bang & Olufsen Soundsystem, was hier oben in der Tür sitzt und dann auch grundsätzlich im Innenraum verteilt ist. Abgesehen von den Carbon-Teilen an der Tür, die ich euch gezeigt habe, gibt es die restlichen Teile, wie die Mittelkonsole zum Beispiel, hier schwarz lackiert, deswegen auch die Carbon Black Edition vom Namen her. Ansonsten überall schwarze kleine Details, wie zum Beispiel hier auch an den Schaltwippen, Aluminium, dazu auch schwarz abgesetzt, ist natürlich gleichzeitig griffiger, darf man auch nicht vergessen. Allein die Arbeitszeit für den Innenraum hier gibt Aston Martin mit 70 Stunden an. Also da hat jemand ganz ordentlich dran gearbeitet, damit ich mich jetzt hier wohl drin fühle. Losgelöst davon gibt es einen Alcantara-Dachhimmel, der wirklich sehr schön ist. Und ansonsten ist alles relativ übersichtlich, würde ich sagen, wenn man es sich einmal angeguckt hat zumindest. Also es ist nicht alles blind und intuitiv, aber zumindest ganz verständlich. Ich zum Beispiel muss zugeben, bei meinem ersten Mal in einem Aston Martin war es so, ich habe hier gesessen und geschaut, wo ist denn hier der Wählhebel für die Automatik? Aber wir müssen dazu hochschauen. Hier in der Mitte
wird der Motor gestartet. Also hier kommt der schöne Schlüssel rein, wird hier reingedrückt und dann läuft der Motor, startet der Motor. In dem Fall läuft er jetzt auch gerade, weil ich sonst keine Klimaanlage hätte. Und ansonsten liegen hier neben Park, Rückwärtsgang, Neutral und die Drive-Funktion. Also man hat hier separate Drucktasten. Ansonsten hier unten kann ich einstellen, ob das Fahrwerk sportlich agieren soll, also steifer sein soll. Dann gibt es die Sportfunktion, da spricht dann auch der Motor agiler an und das Getriebe. Gut, ESP, Lieblingstaste, und hier unten habe ich dann was? Ich versuche es gerade. Na, Zauberei, Freunde. Was haben wir hier? Unfassbar, so ist das. Einen Lamy-Füller von Aston Martin. Den haben die hier ganz schön und geschmeidig und vor allen Dingen sehr, sehr elegant eingearbeitet ins Armaturenbrett. Sehr, sehr gelungen. Ansonsten gibt es hier noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich interessant, aber vielleicht nicht ganz perfekt finde. Aber das ist auch mein persönlicher Geschmack. Zum einen ist da die Rede bei mir vom Drehzahlmesser. Der Drehzahlmesser ist sehr, sehr schön und sehr interessant und auch typisch Aston Martin verkehrt rum angelegt. Das heißt, er dreht rechts herum hoch. Was mich daran allerdings stört, ist zum Beispiel, dass es keinen roten Drehzahlbereich gibt. Also hier steht, geht bis 8000, aber ja, das war es dann auch letztlich. Nichts mit Rot vorher, dass man sagen würde, okay, man kann sich da rantasten oder dergleichen. Als zweites würde ich sagen, der Tacho, der liegt nämlich daneben. Der Tacho, der hat relativ viele filigrane Zahlen und da muss ich sagen, das hätte man vielleicht irgendwie ein bisschen aufgeräumter lösen können, meiner Meinung nach zumindest. Denn wenn mich ein Kopf anhält und ich bin viel zu schnell gefahren, dann kann ich nicht sagen, ich konnte meinen Tacho nicht 100% lesen, weil ich musste mich auf meinen Tacho konzentrieren und keine Ahnung was. Also, naja, so schlimm finde ich es jetzt nicht, aber es fällt mir zumindest auf. Der Platz auf der Rücksitzbank ist eher wieder ein Wunschtraum, muss man sagen. Also es ist ein Zweisitzer und ansonsten wird es hinten relativ eng, wobei Gott sei Dank die Sitze recht tief geschüsselt sind, will ich sagen. Das heißt also, es kann durchaus jemand sitzen, aber es gibt, bequemere Möglichkeiten, auf dem Rücksitz zu fahren. Und das war es dann auch soweit von mir rund um den Aston Martin DBS Black Edition, Black Carbon Edition genau genommen. Wenn es euch gefallen hat, das Video, ihr ein bisschen was gelernt habt, dann bitte Daumen hoch fürs Video, meinen Kanal abonnieren und ja, weiterempfehlen und dergleichen. Und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder zu einem neuen Video rund um einen Deutschen. Das bin ich in Miami. Macht's gut. Ciao, ciao. Eins habe ich übrigens noch vergessen. Der Wagen hinter mir steht zum Verkauf, denn der Besitzer hat einige und ja, der muss jetzt leider weg. Also wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden und ich stelle dann den Kontakt zum Besitzer her.